Ich weiß, dass er ein harter Puncher ist, am aber... Am 4.6. ist die Kapazität erschöpft, mein Freund. Da muss der Terminator geknipst werden und dann ist vorbei. Dann wirst du zum ersten Mal schlafen gehen. Okay, gut. Ja, du weißt. Deine Prognose in Gottes Ohren. Das ist keine Prognose. Ich finde, ich weiß, du wirst versuchen festzuhalten über Punkte und irgendwelche Submission. Das weiß ich. Das kenne ich. Du wirst versuchen, am Anfang zu kämpfen, im Stand zu bleiben. Und dann, wenn du merkst, es wird gefährlich, dann wirst du mich versuchen, mit zu festhalten und am Boden. Ich werde natürlich alle Aspekte des unserer schönen Sportart nutzen. Nein, ich werde 4.6. Ich werde dich ausknipsen. Definitiv nicht. Doch, wirst du sehen. Definitiv nicht. Ich werde dich vor deinem Publikum ausknipsen. Was geht ab, Freunde? Octagon 33 am 4.6. in der Festhalle in Frankfurt. Vor ausverkauftem Publikum, fast 10.000 Leute werden am Start sein, während sich hier die zwei MMA-Veteranen aus Deutschland, Stefan Pütz, T800 und King Kong Martin Zawada treffen. Martin war lange Zeit die Nummer 1 in dieser Gewichtsklasse. Jetzt bist du gekommen, hast ihm diesen Platz weggenommen. In 3 Wochen etwa will er sich diesen Platz zurückholen. Wie willst du in diesem Kampf vorgehen, um deinen Platz zu behalten? Ja, ich freue mich erstmal auf das Matchup gegen Martin. Ist ein geiles Matchup. Martin hat mega viel Erfahrung. Er hat viele Kämpfe bei großen Promotions im Ausland, auch hier in Deutschland absolviert. Ist einer der Pioniere des Sports, zusammen mit meinem Teamkollegen Daniel Weichel, der übrigens gestern gekämpft hat und gewonnen hat. Und er ist einfach ein geiles Matchup für mich, um auch zu zeigen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin, wie ich mich als Athlet und als Kampfsportler weiterentwickelt habe. Und bezüglich Rankings muss ich immer dazu sagen, gut, Rankings sind immer eine Geschichte für sich, weil es ein Punktsystem ist, aber am Ende kann man immer nur klären, wer der bessere Kampfsportler an dem Tag war, wenn man gegeneinander kämpft. Martin, wir machen gleich bei dir weiter. Platz 1 ist jetzt beim Stefan. Du willst dir diesen Platz zurückholen. Das heißt ja auch eine Ehrensache oder so eine Sache, des Stolzes. Wie willst du da vorgehen? Ja, in erster Linie freue ich mich, dass der Stefan gegen mich kämpfen will, dass er die Herausforderung annimmt, dass wir jetzt gegeneinander kämpfen. Vor einigen Jahren wollte er schon mal gegen mich kämpfen, wo ich Nummer 1 war. Jetzt kämpfen wir gegeneinander, wo er die Nummer 1 ist. Gut, hat er es verdient. Er war im Champion im Halbschwer und Schwergewicht, hat gute Leute in Russland geschlagen. Ich war damals nicht mehr so aktiv, deswegen hat er mir den Platz abgenommen. Bin wieder zurück, habe ein paar Kämpfe gemacht, sind ein paar super gewesen, ein paar waren daneben. Aber ich bin im Training, ich bin fit, ich bin gut drauf, ich habe ein gutes Team, ich bin stark und es ist eine starke Motivation für mich, vor allem wieder zurück an die Spitze zu kommen. Das ist die Chance, die ich jetzt auf jeden Fall nehmen will. Und ja, wir werden sehen am 4.6., wer das Ding nach Hause holt. Die Größenverhältnisse sind ja recht deutlich. Du bist ja 1,98 Meter. Martin, du bist mit 1,80 ja deutlich kleiner. Was denkst du, wird diese Größen- und Reichweitenvorteile, werden die dir einen großen Vorteil in dem Kampf verschaffen? Natürlich, Größe und Reichweite kann immer ein Vorteil sein, aber ein Kämpfer, der natürlich mit einem gewissen Reichweitennachteil grundsätzlich oder meistens in der Gewichtsklasse in den Kampf geht, ist ja auch sozusagen prädestiniert dafür, das zu optimieren und sozusagen seine physischen Voraussetzungen zu optimieren und seinen Style sozusagen darauf auszulegen. Das heißt, ich würde nicht immer grundsätzlich sagen, dass der größere Kämpfer in dem Moment einen Vorteil hat, aber wenn man den richtigen Kampf kämpft und den richtigen Stil kämpft, kann es auf jeden Fall ein Vorteil sein. Mhm. In deinem letzten Kampf, einen deiner letzten Kämpfe gegen Silva, du hast es geschafft, Silva in der ersten Runde runterzuholen, obwohl er dich direkt am Anfang ja mit den Low-Kicks richtig stark bearbeitet hat. Denkst du, du wirst dasselbe mit dem Stefan auch schaffen, ihn mehrmals vielleicht zu Boden zu schicken? Ja, das ist der Plan, auf jeden Fall. Der Plan ist, den Stefan auszuknipsen, weil über Punkte wird es hier schwer. Stefan ist konditionell starker Kämpfer. Meine Stärke liegt im Stand, liegt im Boxen und das werde ich versuchen auszunutzen. Ich denke, ich werde schneller als Stefan sein auf den Beinen. Gut, größer, klar, Stefan ist größer, aber ich habe immer die besten Kämpfe gegen größere Gegner gemacht. Die Kleinen lagen mir nie. Die Größeren waren immer besser, weil die für mich besser zum Treffen waren. Und da werde ich versuchen, den Finish zu holen. Also Stefan, du bist das große Ziel für Martin. Er sagt, du wirst für ihn das bessere Matchup sein, anstatt einem kleineren Gegner. Was sagst du dazu? Ja, wie gesagt, am 4.6. werden wir es sehen. Ich bereite mich natürlich sehr gut auf ihn vor. Ich weiß, was seine Stärken sind. Wir haben schon zusammen trainiert. Ich weiß, was seine Schwächen sind. Er weiß auch, was meine Schwächen sind. Und das macht das Ganze natürlich noch interessanter am Ende des Tages. Aber jetzt, wo du jetzt schon seine Schwächen ansprichst, das musst du ein bisschen weiter erörtern. Was denkst du denn? Was ist die Schwäche von ihm? Martin ist ein Gegner, man muss auf jeden Fall aufpassen auf seine Schlagkraft. Er hat viel Erfahrung. Er weiß, wie man Kombinationen gerade im Boxen zusammensetzt, aber er ist nicht die Person, die sozusagen, wenn der Knockdown geschieht, was man auch bei dem Silva-Kampf gesehen hat, dass er in den Bodenkampf nachgeht und wirklich versucht,
den Pressure zu machen. Er hat ihn aufstehen lassen, er wollte weiter im Stand kämpfen und ja, ich denke, dass das auch mein Vorteil sein könnte am 4.6. Der Punkt, Silva. Wieso bist du damals nicht bei Silva hinterhergegangen und solltest du den Stefan runterbekommen? Hast du vor, da direkt hinterher zu setzen und das Ding zu finishen oder wirst du ihn wieder aufstehen lassen? Damals bei dem Thiago Silva-Kampf, ich wusste, Thiago ist sehr gut am Boden. Thiago war Top 5 UFC-Kämpfer, einer der gefährlichsten Kämpfer früher auf der Welt. Viele Leute hat er verprügelt, viele Leute hat er besiegt. Und ich war vorsichtig beim Kampf. Am Anfang war es gefährlich, hat gut gekickt. Nur, ja, dann habe ich ihn getroffen. Beim zweiten Mal hätte ich noch mehr hintereinander nachgehen sollen, aber ich habe echt hart in diesem Kampf hart mich auch vorausgehabt, weil der war auch ein harter Hund, sag ich mal so. Und das ist einfach so Kämpfe. Manche Kämpfe, du gehst hinterher, manche Kämpfe, du machst das, du bist vorsichtig, du achtest mehr, du siehst zum Beispiel, der Gegner ist noch da, weil angeschlagene Gegner sind auch gefährlich. Du kannst auch dann einen falschen Schlag laufen oder einen falschen Griff. Da muss man vorsichtig sein. Das ist, glaube ich, auch die Erfahrung, die ich habe. Aber es kann auch wieder anders sein. Es kann ja wieder sein, dass ich zum Beispiel einen Typen treffe, der fällt und der bewegt sich nicht mehr. Ich sehe, der ist K.O., dann gehe ich hinterher. Oder der ist angenockt und dann sehe ich, jetzt gehe ich hinterher, weil jetzt sehe ich die Chance, den richtig auszunocken. Das ist immer eine individuelle Sache. Und der Thiago war noch da, hat noch versucht, für mein Bein zu gehen. Deswegen bin ich lieber auf die vorsichtige Art und habe den hochkommen lassen. Stefan hat ja gerade schon gesagt, bei dir ist das Gefährliche deine Schlagkraft. Du hast ja auch 62% Knockout-Rate, wenn ich mich nicht täusche. Du hast einen großen Teil deiner Kämpfe auch mit den Händen gefinisht. So, Stefan ist aber auch bekannt dafür, ein richtiger Betonkopf zu sein. So, die einzigen K.O.-Niederlagen waren ja ein Referee-Stoppage und dein Team hat das ganze Ding beendet. Also Stefan selbst hat noch keiner gebrochen. Denkst du aber, du hast den nötigen Knacks in der Hand, um das zu schaffen beim Stefan? Ich trainiere drauf und ich denke, ich kann ihn ausknipsen. Das denke ich, aber am 4.6. werden wir schlauer. Wie gesagt, ich hab auf jeden Fall die Verhandlungen, nicht nur Stefan, ich kann jeden Kämpfer auf der Welt K.O. schlagen. Diese Verhandlungen habe ich und das werde ich versuchen, am 4.6. zu zeigen. Deine Antwort? 4.6. 4.6. 4.6. Stefan, T800, den Namen hast du, glaube ich, nicht einfach umsonst. Deine Maschine, dein Motor läuft ja erst richtig warm nach den ersten 1, 2 Runden und dann beginnst du ja richtig Gas zu geben. Bei Martin glaubst du, dass er vielleicht da konditionelle Schwierigkeiten hat und dann am Ende nicht mehr mit dir mithalten kann? Martin hat auch viele Erfahrungen in 5-Runden-Kämpfen, hat viele Titelkämpfe gemacht. Ich denke nicht, dass er da einen Nachteil hat. Ich denke, dass mehr die Pace, die diktiert wird, das hat natürlich auch wieder was damit zu tun, ob ich meinen Stempel dem Kampf aufdrücken kann oder ob er den Stempel aufdrücken wird. Aber ich denke, wenn ich eine hohe Pace fahre in einem 3-Runden-Kampf, wird es auch konditionell auf jeden Fall anstrengend. Für mich natürlich auch, aber für ihn auch. Und mein Game ist es am Ende des Tages, immer meine Gegner in dieses Cardioloch zu treiben. Das ist eine meiner Waffen. Und dazu gehört halt ein hohes Volumen, eine hohe Intensität dazu. Bist du vorbereitet, mit Stefan die vollen 3 Runden zu gehen und dann auch in der 3. Runde Vollgas zu geben, um ihn vielleicht zu brechen? Weil es wird ja eine schwierige Aufgabe sein. Du musst da Vollgas geben, du musst immer ran an den Mann gehen, um deine Treffer zu bringen. Bist du konditionell vorbereitet? Konditionell, ich arbeite daran. Ich mache Sparring 6, 7 Runden, 5 Runden gegen immer abwechselnde Gegner, nicht gegen einen, sondern ich wechsle immer, jede Minute kommt frischer rein. Eine harte Vorbereitung. Ich weiß, dass der Stefan konditionell stark ist. Ist auch ein Triathlon-Athlet gewesen. Ich habe seine Kämpfe gesehen, harte Schlachten in Russland. Mit seiner Kondition hat er gepunktet schon ein paar Mal. Und auch so die Kämpfe gedreht und auch gewonnen. Wenn ich mich an die Kämpfe in Russland im Titel erinnern kann. Kam da als haushoher Underdog an und hat damit mit seinen Kämpfern, also mit seiner Kondition die Gegner besiegt und gebrochen und Titel geholt. Deswegen, ich weiß schon, wie Stefan drauf ist, konditionell. Und ich muss auf jeden Fall topfit sein und das bin ich. Ihr seid ja beide in der Octagon Challenge Show zu sehen. In den gegenseitigen Teams seid ihr jeweils die Coaches. Ihr habt jetzt also über mehrere Wochen hinweg, wart ihr immer nah aneinander dran, habt ihr euch immer wieder gesehen bei den verschiedenen Challenges und euch auch hinter den Kulissen versteht ihr euch eigentlich recht gut. Aber am 4.6. heißt es ja Kampftag. Glaubst du, es wird schwierig für dich sein, dieses Freundschaftliche hinter den Kulissen zu überwinden und dann im Kampf Vollgas zu geben? Oder gehst du da mit dem Killerinstinkt rein?
Nein, absolut nicht. Ich sehe das immer ganz professionell. Es ist so, wie wenn wir gegeneinander Tennis spielen gehen. Er wird versuchen, mich K.O. zu schlagen oder zu finishen. Ich werde versuchen, ihn K.O. zu schlagen oder zu finishen. Ich respektiere ihn als Mensch und als Sportler. Er hat viel erreicht, er hat viel für den Sport getan. Aber am 4.6. geht es natürlich um die Wurst. Und ja, das ist auf einer professionellen Ebene ganz normal, dass du da einfach alles gibst und dem Publikum natürlich die beste Performance präsentieren möchtest, die du präsentieren kannst. Also es gehört einfach zum Profi-Dasein dazu. Und wir kennen uns lange, aber wie er ja schon gesagt hat, ich habe ja keine Scheu, mich sozusagen mit anderen Athleten zu messen in dem Moment. Ich kann mich mit einem Menschen sehr gut verstehen, aber auf gleicher Linie natürlich einfach beweisen, ich möchte beweisen, dass ich der bessere Athlet bin. Und da versuche ich natürlich alle Mittel zu nutzen, die ich nutzen kann. Und da gehören halt auch K.O.s, Submissions und Finishes dazu. Und das Gleiche erwarte ich natürlich von der anderen Seite auch. Wie fühlst du dich dabei? Wir sitzen jetzt hier alle gemeinsam. Ihr wart, wie gesagt, in der Show zusammen, habt mehrere Wochen was abgedreht. Und jetzt sitzt der Stefan hier und sagt, dass er halt vorhat, dich auszunocken. Was löst das in dir aus? Pass auf, wir beide, wir sind Sportler, wir sind professionelle Sportler, wir sind keine Trash-Talker, wir respektieren uns beide gegenseitig. Ja, kennen uns lange, wir haben beide Respekt voreinander, wir mögen uns, aber am 4.6., wie Stefan gesagt hat, gehen wir in diesen Käfig und da sind wir auch keine Freunde, da sind wir auch keine Familie, keine Trainer von Octagon, da ist T800 und King Kong und da wird die Post abgehen und da wird versuchen, jeder von uns beiden das Ding zu machen. Ja, da wird diese 3x5 Minuten wird für uns beide Hölle sein, aber wir werden danach uns die Hände geben, weil wir sind Sportler, wir sind keine, wie gesagt, wir haben keinen Hass, wir sind jetzt keine, die uns nicht gegenseitig hassen, Leute, sondern wir sind professionelle Sportler. Und ich und Stefan, wir wussten schon, dass dieser Kampf irgendwann stattfinden kommen muss. Weil wir sind die Besten aus Deutschland und irgendwann muss das geklärt werden. Und das wird jetzt am 4.6. geklärt. Das heißt, vor 10 Jahren wusste ich schon, oder wo der reingekommen ist, wo der seine Winning Streak hatte und dann, wo der nach Russland gegangen ist und da Champion geworden ist, wusste ich schon, irgendwann triffst du auf den Jungen, weil der ist auch ein sehr, sehr guter Kämpfer in Deutschland. Und irgendwann müssen die zwei Besten gegeneinander kämpfen und das findet hier in Frankfurt in seinem Zuhause statt. Viele Leute werden von denen da sein. Ich bin Underdog, für mich werden auch viele Leute kommen, aber nicht so viele wie für die Frankfurter. Ich bin hier praktisch, ich werde hier geholt als Hundefutter, sag ich mal so. Aber ich kann den Plan hier kaputt machen für Frankfurt, für Team MMA Spirit. Natürlich, die wollen gewinnen, ich will gewinnen, aber im Ende sind wir Freunde, geben uns am Kampf die Hand, aber im Kampf werden wir uns nicht schenken. Denkst du, es wird ein großer Nachteil für dich sein, jetzt bei ihm zu Hause zu kämpfen, wo wahrscheinlich die Hälfte der Halle seine Fans sind und höchstwahrscheinlich auch sogar ausbuhen werden, wenn du reinkommst, weil die so große Fans von ihm sind? Ich war 80% meiner Karriere war ich Außenseiter, 80%. Und da habe ich auch die besten Kämpfe gemacht. Also ist nicht neu für mich, ich habe 46 professionelle Kämpfe und von denen 46 war ich 6-mal, wo ich selber bei mir also bei uns da in Düsseldorf gekämpft habe oder jetzt gegen Thiago Silva, da waren die Leute für mich, weil ich auch polnischer Herkunft bin, sonst auch in Polen. Ich war am Außenseiter, weil ich habe gegen die Leute aus Karlsruhe, gegen die Champions, gegen Kalidov, gegen Blachowicz, der auch UFC-Champion geworden ist. Alle, von denen die Leute habe ich gekämpft und da war ich immer auch als Pole krasser Außenseiter. Stefan, rein von deiner Karriere, du hast ja schon gegen sehr viele starke Leute gekämpft, jetzt letztens gegen einen UFC-Veteran mit Peshta. Wo würdest du Martin einranken so? Unter diesen ganzen Gegnern, wo siehst du ihn? Denkst du, das ist dein härtester Kampf bis jetzt? Nee, ich denke auf jeden Fall, dass er mit zu den Top 10 in Europa gehört. Er hat zwar seinen letzten Kampf verloren, ich habe meinen letzten Kampf auch verloren. Das heißt, das verändert nochmal das Ganze signifikant immer, finde ich, weil man natürlich aus dieser Losing Streak raus möchte. Dein letzter Kampf war, glaube ich, Silva vor dem Kampf davor. Nee, jetzt habe ich gegen Olympiasieger Koecki verloren nach Punkten. Genau, nach Punkten. Aber das heißt, er kommt auch von einer Niederlage und jeder Sportler weiß, wie es ist, wenn man von einer Niederlage kommt. Das ist einfach ein Zustand, den man nicht akzeptieren möchte. Also man möchte natürlich immer auf diese Winning Streak raus und es entfacht nochmal eine kleine Quintessenz von Hunger obendrauf sozusagen, dass man aus diesem Winnings wieder zurück auf diese Siegerstraße möchte und von dieser Niederlage einfach weg möchte. Und wie gesagt, die Erfahrung von Martin, er hat gerade erwähnt, die Leute, die er gekämpft hat, von Blachowicz über Materla hast du, glaube ich, auch gekämpft.
also die Creme de la Creme von Europa eigentlich, die er gekämpft hat. Ja, das spricht einfach für ihn und ja, zeigt, dass er hat es jetzt so dargestellt, als ob er sozusagen zum Verlieren in dieses Matchup gekommen ist. Aber sehe ich absolut falsch in dem Moment. Denn, wie gesagt, das ist ein... Ja, nicht zum Verlieren. Du kämpfst in einer Stadt, das ist dein Zuhause, Octagon kommt, ihr habt schon hier gekämpft, ist okay. Ich komme nicht zum Verlieren, aber ich komme als Underdog hier. Ja, als Underdog. Ne, aber wir wissen beide, dass das nichts zu bedeuten hat. Aber Kampf ist Kampf, du weißt, im Käfig kann definitiv. alles passieren. Deswegen, ich denke, der weiß Bescheid. Klar, es ist schön für den, wenn viele den anfeuern, finde ich auch gut, hat er auch verdient. Vielleicht werden auch im Kampf plötzlich die Fans von dem plötzlich meine Fans, weil irgendwas passiert. Weil ich habe auch viele Fans in den Kämpfen von den Konkurrenzen bekommen plötzlich. Weil das entwickelt sich im Kampf her. Aber ich meinte jetzt nicht so, dass ich meinte, dass ich als Underdog nach Frankfurt komme, dass normal Frankfurt für dich da ist. Die werden jetzt bestimmt nicht, wir kämpfen nicht in Frankfurt und die sind jetzt alle auf meiner Seite. Sondern wir kämpfen in Frankfurt und du hast die meisten Fans. Du und Christian, gehört dazu. So ist das. Ne? Frankfurt ist deine Stadt. Ich komme aus Düsseldorf, aber aus Düsseldorf kommt auch ein bisschen Support für mich. Sehr gut. Martin hat es vorhin gesagt. Er hat lange diesen Kampf angestrebt, er hatte lange ein Auge auf diesen Kampf. Ich meine, du wirst ja bestimmt auch dir irgendwann immer gedacht haben, so einmal gegen ihn kämpfen, oder? Also ich habe natürlich in Betracht gezogen, dass es irgendwann passieren kann. Aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich muss gegen Martin kämpfen unbedingt in dem Moment. Aber jetzt ist es zustande gekommen, jetzt ist der Kampf da und ich freue mich auf den Kampf. So, jetzt würde ich abschließend mal deine Prognose zu diesem Kampf. Was denkst du, wie der Kampf ablaufen wird? Ja, ich weiß, dass ich hart arbeite für den Kampf. Ich weiß, was ich zu tun habe und ich denke, dass ich diesen Kampf gewinnen kann. Wie ich den Kampf gewinne, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber ich komme natürlich, um zu gewinnen und ich komme natürlich, um dominant zu gewinnen. Ich möchte zeigen, wie hart ich gearbeitet habe und ich möchte, dass es sich am 4.6. für mich auszahlt. Martin? Ja, ich bin auch so, der Prognosentyp war ich auch nie, weil man kann immer Prognosen sagen, aber wie gesagt, ich werde versuchen, den Kampf zu gewinnen und ich werde versuchen, den vorzeitig zu gewinnen, weil ich sehe meine Chance mehr, den Stefan vorzeitig zu besiegen, als nach Punkten. Deswegen werde ich darauf hinarbeiten. Aber was passiert das, wenn wir am 4.6. sehen, wir beide haben hart dafür trainiert, hart dafür viele Sachen geopfert. Ich habe es auch doppelt so hart, ich arbeite auch nebenbei und du bist ja Vollprofi sozusagen. Du hast das Glück. Ne? Ich habe immer nebenbei gearbeitet, weil ich habe das Glück nicht gehabt. Zweimal versucht, aber es hat nicht geklappt. Und das ist natürlich noch schwieriger. Ich denke mal, der Stefan macht mehr Einheiten als ich in der Woche. Aber das heißt nichts. Ich habe ein Herz, ich hab gute Argumente und ich werde versuchen, das Ding vorzeitig zu gewinnen. Aber da will ich noch eine Sache aufpacken, wenn wir da eh schon dabei sind. Du sagst, Stefan ist ein Vollprofi, du nicht. Stefan ist mittlerweile jetzt aber auch ein bisschen ein YouTuber geworden. Er macht ja auch YouTube-Videos. Ich bin Kampfsportler mit dem YouTube-Account. Er ist ein Kampfsportler mit einem YouTube-Account. Aber glaubst du, dass der YouTube-Kanal ihn vielleicht auch ein bisschen von dem Training abgelenkt hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, Stefan ist schon voll professionell. Klar, das kann natürlich auch für diese YouTube-Geschichte, ich mach's nicht, ich bin nicht da drin, ich weiß nicht, wie man das macht. Es ist auch belastend, sage ich mal. Immer wenn du irgendwas drehen musst, das ist belastend. Ich habe das ja schon bei der Octagon Challenge mitbekommen, wie das ist, wenn man immer filmen muss, vieles wiederholen muss. Ich habe auch schon ein paar Kinofilme in Polen mitgewirkt. War auch schon hart, für eine Szene 2 Tage was zu drehen. Und kann ein Nachteil sein, aber ich denke, der Stefan ist Profi genug und der hat sich da schon so einen Wochenplaner und wann er zum Training geht und wann er seine Sachen macht. Und ich denke, auf jeden Fall hat er sich bestimmt bestmöglich auf mich eingestellt, weil er weiß, was ihn erwartet am 4.6. Stefan, jetzt nochmal abschließend zu dir. Hast du dich von deinem Erfolg auf YouTube jetzt gerade ein bisschen ablenken lassen oder bist du immer noch 100% Kampfsportler, der einen YouTube-Kanal hat oder bist du da jetzt ein bisschen mehr in der YouTube-Welt drin? Nein, definitiv nicht. Ich habe meine festen Aufgaben. Ich weiß ganz genau, wie viel Fokus ich sozusagen welchen Sachen zuschreiben kann. Ich versuche natürlich in der Vorbereitung den maximalen Fokus nur auf die Vorbereitung zu lenken. Und die Thematik mit YouTube ist ja eigentlich eher eine begleitende Thematik. Also man kann sich das nicht wie ein Filmset vorstellen, wo wir dann eine Szene 20 Mal drehen, sondern es ist einfach ein Kameramann dabei, ein Produzent dabei, der ein freundschaftliches Verhältnis mit uns pflegt und der uns einfach begleitet. Also es ist in dem Sinn keine Ablenkung, sondern er dokumentiert einfach nur, wie unser Alltag aussieht. Und deswegen, ich sehe das nicht als eine Ablenkung, sondern es ist einfach, wie gesagt, es ist wie ein Diary, ein Tagebuch für Fans des Sports und um natürlich auch den Sport größer zu machen und
den Sport sichtbarer zu machen. Stefan, dein letzter Kampf, Viktor Pechta, UFC-Veteran. Er hat ja alles gegeben, um dich frühzeitig zu finishen. Bei dir sind ja mehrere Cuts im Gesicht dann aufgegangen, weswegen der Kampf dann auch schlussendlich beendet werden musste. Unglücklich für dich. Aber er hat es ja nicht geschafft, dich auszunocken. Martin, derjenige mit Schlagkraft, glaubst du, er hat das Potenzial, dich endgültig zu finishen? Also ich habe noch nie im Training irgendwie einen Knockdown oder irgendwas gehabt. Ich bin noch nie runtergeschickt geworden. Ich versuche natürlich mich nicht auf mein Kinn zu verlassen. Man sieht bei vielen Kämpfern, die so kämpfen, dass sie sich auf ihre Nehmerfähigkeiten verlassen und irgendwann ist halt auch die Kapazität erschöpft. Aber ich denke nicht, dass er mich ausnocken kann. Ich weiß, dass er ein harter Puncher ist, Am aber... 4.6. ist die Kapazität erschöpft, Okay, mein Freund. gut, Da, ist okay, gut. da muss der Terminator geklipst werden und dann ist vorbei. Das Dann ist kein wirst du zum Problem. ersten Mal schlafen gehen. Okay, gut. Ja, du weißt. Deine Prognose in Gottes Ohren. Das ist keine Prognose. Ich finde- Ich weiß, du wirst versuchen festzuhalten über Punkte und irgendwelche Submission. Das weiß ich. Das kenne ich. Du wirst versuchen, am Anfang zu kämpfen, im Stand zu bleiben. Und dann, wenn du merkst, es wird gefährlich, dann wirst du mich versuchen, mit zu festhalten und am Boden. Ich werde Das natürlich weiß ich. alle Aspekte des, Und ich unserer werd schönen dich Sportart ausknipsen. nutzen. Nein, das Ich ist werde auf keinen Fall. 4.6. Das glaub Ich werde nicht. dich Definitiv ausknipsen. nicht. Doch, wirst du sehen. Definitiv nicht. Ich werde dich vor deinem Publikum ausknipsen. Wie viele Prognosen von deinen bisherigen Ich habe Prognosen noch in nie Kämpfen? Prognosen gemacht, aber Ja, siehst du, dann jetzt, wissen wir doch, dann wissen wir 4.6. du musst ausgeknipst werden. In Frankfurt, das wird Festhalle, 4.6. 4.6. Okay, kommt gut. alle vorbei. Okay. Er wird fallen. Ich finde, wir sollten eine komplette Gage darauf auf K.O. in welcher Runde? Egal welche Runde. Egal welche du Runde, wirst okay. fallen. K.O. in den 3 Runden sollst du deine komplette Gage setzen. Ja? Ja. Ich muss mir das mal überlegen. Also aber bist das du noch Ding nicht so ist, sicher. nein, das Also Ding bist ist, du noch nein. nicht so sicher, Das Problem okay. ist, nein, ich bin mir sicher, aber Okay. das Ding ist, ich darf nicht auf mich wetten. Wieso denn? Ja, es geht nicht. Da musst du bei den Wettern Kein fahren. Problem, deine Frau, geht für dich wetten. Das werde ich aber nicht offiziell machen, das werde ich nach dem Kampf machen, offiziell. Okay. Du gehst runter. Okay, gut. Jetzt hast du aber gerade gesagt, dass er seine komplette Gage auf den K.O. setzen soll. Wärst du bereit, genau dasselbe zu tun? Selbstverständlich. Also Aber ich setze deine auf Sieg. Gage. Ich setze Deine auf Sieg. Gage. Ich setze auch seine Du Gage setzt auf. deine Gage. Seine Gage wird gesetzt, natürlich. Nein, ich würde natürlich. Ich habe oft auf mich gewettet, kann ich hier sagen, weil es schon verjährt, beziehungsweise betrifft er, glaube ich, gar nicht sozusagen das Strafrecht in dem Sinn. Ich bin natürlich 100% confident, dass ich den Kampf gewinne. Und deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem damit zu wetten. Aber ich würde nicht wetten, dass ich ihn vorzeitig schlagen kann. Ich werde es auf jeden Fall versuchen und es ist natürlich mein Ziel. Ich möchte natürlich eine gewisse Vision, eine Visualisierung, die ich für mich kreiert habe, in die Realität umsetzen. Aber ich bin mir nicht 1000% sicher, dass ich ihn finishen kann. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ich weiß, was seine Stärken sind. Es sind nur 3 Runden und deswegen, ich würde auf jeden Fall meine komplette Gage auf Sieg setzen. Freunde, Martin sagt, er beendet das Ding vorzeitig, 100%. Stefan sagt, er ist bereit, seine Gage auf seinen eigenen Sieg zu platzieren. Man fühlt, die Luft knistert hier ordentlich. Nur so kann ich hier einen Stempel draufdrücken, indem ich T800 vorzeitig besiege. Andere Sachen mache ich nicht. Andere Sachen, dann kann ich meine Karriere Arrivederci sagen. Entweder ich komme hier nach Frankfurt und klipp's ihn aus oder das war's. Dann wird es dein letzter Kampf. Ja, dann ist das eben der letzte Kampf. Maßstab ist hochgesetzt. Das ist gut. Der Terminator Das muss mag fallen. ich, das gefällt mir. Der Terminator muss fallen zum ersten Mal. 4.6. 4.6. Wir werden sehen. 4.6. Festhalle Frankfurt vor ausverkauftem Publikum. Fast 10.000 Leute sind am Start. Es gibt noch einige wenige Tickets, die ihr euch sichern könnt. Falls ihr es nicht schafft, live vor Ort zu sein und euch die Schlacht zwischen den beiden anzuschauen, sichert euch noch die Pay-Per-View-Tickets auf Octagon TV, damit ihr das Ganze noch live von zu Hause aus anschauen könnt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Stefan, ich wünsche dir viel Erfolg bei diesem Kampf, Martin ebenfalls. Dankeschön, ja. Und ich bin gespannt, wer als Sieger aus diesem Kampf und als Nummer 1 im Halbschwergewicht in Deutschland aus der Arena rausspaziert. Bis dann, ciao, ciao.